Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und zu einem neuen Video. Und ich wurde gebeten, ob ich mal eine Laufente malen kann. Ich habe euch hier mal Fotos rausgesucht von Laufenten oder ein Foto zumindest, um euch zu zeigen, worauf es ankommt. Laufenten sind die, die nicht rumfliegen sozusagen, sondern die laufen tatsächlich, die haben nämlich nur ganz, ganz kurze Flügelchen, damit flattern die so ein bisschen, aber sie sind nicht diejenigen, die jetzt hier über Land fliegen und rumreisen, ja. Ansonsten seht ihr das, sie haben einen sehr langen ovalen Körper, wir malen also wieder in Formen, einen ovalen Körper, einen kleinen runden Kopf und einen langen Hals, den Schnabel und nur so ganz kleinen Entenpürzel. Ja, im Gegensatz zu anderen Enten, die sind eher gestauchter und länglicher nach hinten raus, sind die wirklich aufrecht und laufen. Und ja, das versuchen wir jetzt einfach mal umzusetzen. So, ich mache eine von der Seite oder zwei, weiß ich noch nicht, und eine von vorn. So, von der Seite, wie eben schon gesagt, ihr malt ein Oval und ihr macht es unten vielleicht ruhig ein bisschen dicker, das Oval, ja. Also ich male jetzt erstmal hier so die Grundform. Das ist der Körper. Und hier oben macht ihr einen kleinen Kreis hin. Das ist sozusagen der Kopf. Und nun müsst ihr das Ganze nur noch ein bisschen verbinden. Das ist gar nicht schwierig. In so einer kleinen Form. Hier kann man es ruhig ein bisschen schlanker machen, wenn man das möchte. Kiefer kann man bestehen lassen. Denkt dran, also ich male es jetzt ein bisschen dicker, dann, dass ihr die Linien nachher wegnehmt. Hier, also haben wir hier den Kopf, den Kiefer, die lange Form, die Brust. Hier kommt der Schnabel dran. Mal gucken, soll ich es auch noch mal ein bisschen größer machen? Mal schauen. Der wird einfach nur von hier länglich rausgezogen nach da. Mehr ist es gar nicht. Ja. Und jetzt konnte er hier unten am Ende hin noch so einen kleinen Pürzel rausziehen. Kann auch ein bisschen gezackt sein. Und sie haben hier nur so einen ganz kleinen Flügel. Den deuten wir so an. Mehr machen wir da nicht. Und dann geht es noch an die Beine. Einfach mal nur kurze Stummelchen, die haben keine langen Beine. Und 1, 2, 3 Schwingungen und es geht zurück. In der Mitte, der Zeh ist der längste. Ja. Und dann kann man noch den anderen Fuß eventuell in der Luft hängen lassen. So. Und dann kommen da die 3 Zehen raus. Und dann haben wir schon unsere Laufente. Noch ein Auge und fertig ist das gute Stück. Laufente. Ist nicht schwierig. Ihr könnt die auch genau umgekehrt machen, dass ihr malt wieder den Körper. Unten das Oval ein bisschen dicker als oben, länglich. Man könnte hier auch dann gleich offen lassen, dann braucht man nicht radieren. Ne? Mit der Zeit wisst ihr ja, dann dort haben wir hier den Kopf schon mal, gehen hier in den Körper über, Kiefer, hier geht es nach unten wieder, der Schnabel geht länglich raus. Muss aufpassen, dass er nicht zu groß wird. Ein Äuglein. Den Pürzel, das hier wird dann wegradiert. Und ihr könnt auch den Fuß nach vorne setzen, so als ob er gerade abhebt. Zack, und der andere steht oder geht ein bisschen nach hinten. Einmal hinten der Fuß, einmal vorne der Fuß. Hier kann man noch wieder Flügel so ein bisschen andeuten. Die haben nur ganz kurze Flügel. Und ja, das vielleicht noch eher so ein bisschen übergehend. Und dann habt ihr eure Ente. Wer die jetzt ein bisschen süß machen möchte, malt da noch ein Schleifchen dran. Ja. Und jetzt machen wir noch mal eine von vorne ein bisschen. Das ist auch nicht schwierig. Ihr malt wieder euer Oval, diesmal von vorne. Mache ich unten ein bisschen dicker, aber nur einen Hauch.
Die sind ja wirklich sehr, sehr schlank, ja. Und dann würde hier jetzt der Hals kommen. Und jetzt male ich erst, bevor ich den Kopf male, male ich sozusagen den Schnabel mir hin. Der guckt jetzt hier mal so ein bisschen seitlich. Und mal schauen. Und jetzt kommt er hier in so einen Bogen. Dann ist oben die Querverbindung. Und da geht es wieder runter. Also das ist der Nasenflügel, der auf beiden Seiten ist. Zur anderen Seite wird er jetzt auch so aussehen. Ja? Und jetzt ziehe ich einfach noch den Kopf hier rum. Setze ihm diesmal 2 Äuglein dran. Das ist schon ein bisschen hoch hier, die Nase. Und ja, die haben auch manchmal so ein bisschen Püschel hier unten an dem Bein. Das könnt ihr auch malen. Dann kommt wieder das kurze Beinchen raus. Und diesmal geht der Fuß nach vorne. Und die Spitze, die längste, ist vorn. Einmal so. Oh, Mist, jetzt habt ihr das nicht gesehen. Entschuldigung, ich habe nicht drauf geguckt, dass ihr nicht im Bild seid. Also ich nehme es nochmal weg, damit ihr es nochmal sehen könnt. So, sorry. Also, kurzes Beinchen machen. Und dann geht das hier nach außen weg und die dritte Zehe. Ne? Vielleicht schon ein bisschen zu dick. Nicht ganz so. Genau. Und ein Fuß ist vielleicht noch in der Höhe. Den hebt sie gerade an. Und dann lässt man den so und zeichnet die Zehe dann, als ob sie es so anhebt und so hängt. Genau. So. Laufenden. Gar nicht schwierig. Hier könnte man, wenn man noch möchte, die hat ja so einen leichten seitlichen Dreh, hier noch so einen Flügel andeuten. Hier. Muss man aber nicht. Die sind schon fast ein bisschen lang. So lange Füße haben sie, glaube ich, gar nicht. Das müsste schon eigentlich noch ein bisschen kürzer sein. Also so kommt das von den Proportionen besser hin. Genau. Und dann könnt ihr die malen, wie ihr möchtet. Die gibt es ja in unterschiedlichsten Farben. Weiß, braun, dunkel, mit Hals habe ich die schon gesehen. Ich muss mal gucken, ob ich noch mal eben hier welche finde, Bilder von denen. Laufenten, ja, mal gucken eben. Tick. Ja, also weiße gibt es, gescheckte gibt es. Die gibt es ja in allen Farben und Varianten. Stöbert doch gerne auch einfach im Internet. Ne? Und hier haben wir die normalen Enden. Das ist das, was ich sagte. Die sind ein bisschen länglicher, nach hinten raus, ein bisschen dicker. Und die Laufenden sind wirklich ganz, ganz lang und dünn. Ne? Ganz lang und laufend. Genau, ja. Jetzt bereite ich mir mal eine Karte vor und dann malen wir mal eine Karte damit. So, ich hatte angefangen und die Belichtung war zu hoch und ich habe es erst zu spät gesehen. So, nochmal von vorne. Ich habe mein Watercolor Joy Papier genommen. Dann habe ich hier angefangen. Jetzt ziehe ich die Ente noch mal ein bisschen nach, damit ihr das seht. Ich habe hier mein Oval gezogen, ja. Habe das oben offen gelassen. Das Oval wäre jetzt hier zu Ende und es ist oben ein bisschen schmaler als unten. Ihr seht das schon. Dann geht der Hals hier hoch und dann habe ich angefangen und habe erst diesen Teil der Nase gesetzt. Das ist der frontale Teil. Mache ich dann noch mal ein bisschen größer, damit ihr das seht. So, den frontalen Teil, dann den seitlichen Teil und dann diesen Schnabel rausgezogen. Und dann habe ich einfach den Kopf rumgezogen und die beiden Äuglein gesetzt. Und nun war ich hier unten beim Fuß. Dem lasse ich das so ein bisschen rausgucken, habe den Fuß gezogen, zu den Seiten weg und vorne den spitzen Winkel. Und jetzt mache ich hier nochmal den Fuß zur Seite. Auch hier wieder so ein bisschen das Entenfell. Also diesen Fuß hebt sie jetzt sozusagen gerade an. Und genauso wie den stehenden, das Seitendreieck und nach vorne die Spitze. Ne? Und dann sieht es aus, als ob sie ein bisschen hier ihren Fuß anhebt.
Dann kann man hier noch diese Adern drauf machen, die sie immer so haben. Und hier noch ein bisschen, wenn man das möchte, diese Flügel andeuten von der Seite. Ja, die man hier gar nicht so sieht. Da kann man auch so ein ganz bisschen hier das rausziehen. Aber nicht doll. Also die sind wirklich, die liegen sehr bei denen an. Da gibt es nicht viel, was absteht und rumflattert. Okay, und dann machen wir noch den Kollegen, der wegläuft, dazu. Auch hier das Oval von der Seite. Hier kommt jetzt gleich unser Püschel noch raus. Von der Seite sieht man ja so ein bisschen. Dann nehme ich das weg. Ja. Genau. Den langen, schlanken Hals. Und nun malt ihr hier euren Kopf seitlich. Sprich, ihr setzt hier gedacht einen kleinen Kreis und zieht den Kreis runter. Da kann man das nochmal wegnehmen. Die Kinnpartie kann man ruhig ein bisschen andeuten hier. Zieht den Hals hier so runter und setzt hier den Schnabel dran. Der wird einfach hier so ein bisschen länglich rausgezogen. Und dann hat sie nur ein Auge. Die ist auf der Flucht. So, den Schnabel, da muss man wirklich aufpassen, dass man ihn nicht zu dick macht. Dann sieht es zu grobklotzig aus. Hier haben wir den Flügel von der Seite. Kann man auch hier so ein bisschen wieder andeuten. Wichtig ist auch hier unten. Und die läuft weg gerade. Sprich, hier machen wir mal den Fuß, der vorne abhebt. Die Lauffläche. Und auch hier die Spitze. Und den Fuß, der steht. So wie bei der auch. Nur, dass er halt nach vorne gerichtet ist. Genau. So. Und das ist schon alles. Jetzt haben wir hier unsere 2 Laufenden. Und nun könnt ihr ein bisschen drumherum gestalten. Ein bisschen Grün, Wiese, die Enden. Mal gucken, in welchen Farben ich sie mache. Ich nehme jetzt den Bleistift noch mal wieder ein bisschen weg, ja, damit das nicht zu dick gleich ist. Ich sehe den dann noch ganz dünn. So. Gut. Ich nehme mir meine Farben von Victoria. Ich werde, ich weiß nicht, ob eine dunkle oder eine helle, ich werde hier ein bisschen was von den Grautönen nehmen und die nur ganz, ganz hell anmischen. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Die Farben passen jetzt nicht, leider nicht auch noch mit aufs Bild. Da müssen wir jetzt ein bisschen verzichten. So, dann sprühe ich mir das erstmal einmal an. Gelbtöne wichtig für Schnabel und für Füße. Dann nehme ich mir hier meine Fumui-Pinsel. Auch die sind unten verlinkt. Ja, das sind Rundpinsel, diese 2, ein Nuller und ein Vierer. Schöne feine Spitzen. Und jetzt schaue ich mir nochmal die Bilder an von den Laufenden, die ich da mit den Farben im Internet gesehen hatte. Und ja, ich zeige es euch nochmal. Ihr seht das schon. Na, ihr könnt das ganz bunt gestalten. Hauptsache, die Beinchen sind orange. Selbst der Schnabel ist unterschiedlich bunt. Also das ist, bleibt euch überlassen. Hier sind sie auch nochmal. Ne? Beinchen orange und der Rest bleibt euch überlassen. Gut, dann machen wir doch mal eine hier in hell. Das heißt, ich mache hier erstmal, oh, das war aber knapp gerade der Tropfen. Junge, Junge, Junge. Ich mache hier erstmal den Körper sozusagen, ja, ein bisschen nass. Und setze jetzt einfach
ein bisschen unterschiedliche Töne hinein. Hier so ein bisschen, lass das hier so laufen. Schatten natürlich. Mach die hier so ein bisschen. Gucken. Kleine Fleckchen können wir hinterher noch reinmalen. Na, die hat ja hier auch noch so ein bisschen Brautönchen hier oben. Die Flügel waren ein bisschen dunkler. Am Hals hier ist vielleicht so ein paar Flecken noch. Unterm Schnabel. Und vor allen Dingen auch hier unten. Unterm Bauch haben wir hier Schatten. Ein bisschen Grauton. Aha, das macht sich gut. Ein paar Flecken hier und da. Da hat also hier so Brustflecken. Setze ich jetzt einfach mal hier so hin. Und dann kann das laufen auf dem Wasser und kann arbeiten, wie es möchte. Ich zeige nochmal, dass wir jetzt diese Ente, die ich mir hier so ein bisschen vorgestellt hatte, also recht hell, mit so ein paar Flecken, aber ganz weiß möchte ich auch nicht malen. Also von daher, so ein bisschen Farbe kann die haben. Und wir haben ja gerade eben gesehen, das darf ja hier alles sein, bei diesen Enten. Egal wie ihr es macht. So, den Bauch lasse ich ein bisschen heller. Und dann machen wir hier die nächste Ente. Die machen wir tatsächlich mal ein bisschen dunkleres Braun. So ein Schwarzbraun hier ziehe ich erstmal. Die mache ich gleich in den Braunton, gar kein Wasser rein. Ziehe mir das hier hoch. Und setze mir dann nochmal mit einem hauchdunkleren Ton hier unter dem Flügel und vor allen Dingen auch hier die Federn hier unten rein. Und auch nochmal hier vorne Schatten. Ja, das lasse ich jetzt so ein bisschen hier nass in nass laufen. Und habe dann ein bisschen buntes Gefieder. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Passt das hier so? Da oben ist die Spitze. Ah, die wird doch toll hier. Meine Güte, hätte ich selber nicht gedacht, dass ich das so gut hinkriege. So, die dunklen haben eigentlich dunkle Schnäbel, aber ich finde es einfach mit ein bisschen Farbe schöner. Ich werde den dann beiden einen orangefarbenen Schnabel malen. Aber das lasse ich jetzt erstmal trocknen, damit, hier ziehe ich es nochmal ein bisschen, hier hat es gerade einen Rand gegeben, damit mir das nicht verläuft. Ne? Ganz kurzen Moment. So, ich habe mir hier so richtig schönes Orange, Gold, Gelb angemischt. Ja. Und male jetzt mir hier den Schnabel in der entsprechenden Farbe noch. Gucken, vielleicht mal hier ein bisschen schmaler sogar, als ich das hier vorgemalt hatte. Ja. Und die Füße. Sehr schön. Und die haben jetzt eigentlich dunkle Schnäbel, aber ich mache den hier auch jetzt in gelb. Ich finde es einfach schöner. Das ist jetzt meine künstlerische Freiheit.
Mhm. So, sehr schön. Dann lasse ich das noch mal trocknen und dann gestaltet man noch ein bisschen die Feinheiten und den Hintergrund. So, weil ich weiß, dass ganz viel von euch etwas älter sind und die Hände vielleicht auch schon ein bisschen zittriger. Gestalte ich jetzt bei dieser hier zum Beispiel die Schatten mit Buntstift. Ja, das könnt ihr genauso machen. Also ganz wichtig, wie ihr wisst das schon, unterm Körper ist immer etwas Schatten. Ja, ich habe hier mir einfach verschiedene Brauntöne hingelegt und guckt mal, ganz unten hat sie richtig viel. Kann man auch noch mal die Feinheiten machen. Kann hier unter dem Flügel ist ein bisschen Schatten zu sehen. Den Flügel kann man noch mal ein bisschen mit hellbraun hier so ein paar Federn rausarbeiten. Das macht es dann erst ein bisschen lebendiger auch. Und auch hier oben hin kann man noch mal einfach mit dem Buntstift so ein paar Federn andeuten. So, dann haben wir hier wieder einen Schatten unterm Hals. Ja, und vor allen Dingen auch hier, da wo der Kopf geht, da können wir es noch mal ein bisschen dunkler machen. Dann erkennt man den Kopf so ein bisschen mehr. Ne? Scheut euch nicht, eure Materialien zu mischen. Nur weil das hier ein Aquarellkanal ist, heißt das nicht, dass ich nicht auch andere Dinge nutze. Ja, und so kommt ein bisschen mehr Leben hier rein in die kleine Ente. Ich kann auch noch mal ein bisschen mit einem Graustift hier drauf gehen. Noch mal so ein paar Gefiedersachen andeuten. Ja. Und das, wie wir ja auf den Bildern gesehen haben, sind diese Enten ja sehr vielseitig in dem, was sie an Möglichkeiten bieten. Die finde ich doch schon mal ganz gut so, wie sie ist. Ja. Und bei der anderen, da machen wir es hier auch ganz einfach mit den zarten Grauton noch mal hier unterm Flügel so einen Schatten setzen. Und hier unten so ein bisschen unterm Bauch. Aber bei der will ich gar nicht so viel machen. Ich finde die nämlich ganz schön, so wie sie ist. So, wo ist mein Papierradierer? Hier. Die Übergänge ein bisschen weicher machen. Und auch hier einfach noch mal so ein bisschen. Haben wir noch einen anderen Farbton? Für die könnte ich hier auch noch mal. Ach komm schon. Hier so einen Hautton. Den Schatten hier so ein bisschen zu machen. Ich lasse diese Enten tatsächlich heute mal so, ohne große Feinliner arbeiten. Das Einzige, was ich jetzt hier noch setze, sind die Augen. Die hat 2 und die hat hier ein Äuglein. Ja. Und vielleicht hier ganz, 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 ganz dünn den Flügel. Na, jetzt fange ich ja doch wieder an mit dem Feinliner, ne? Merkt das schon? So lasse ich es aber. Aber da habe ich wirklich 0,2, ganz dünn hier. Den Rest lasse ich so. Ich will es mal so haben. Okay, so, dann packe ich mal kurz hier meine Stifte wieder weg, damit ich hier Ordnung habe. Kann ich euch übrigens nur empfehlen, sind unten verlinkt. Buntstifte hier von Wuma. Eine Wahnsinnsauswahl. Schaut da gerne in die Videobeschreibung.
Das sind ganz tolle Buntstifte. Wirklich. Bin ich begeistert von. So, meine Entchen. Und dann, da oben, was ist das für ein Klecks? Eine Fliege in der Luft. Okay, und nun wollen wir hier noch mal ein bisschen Rasenfläche oder so machen, ne? Wir müssen mal aufpassen, dass wir mit unserem Gelb hier nichts verwischen. Also ich setze hier jetzt so ein bisschen, erstmal ein bisschen Grün zwischen und dann können wir gleich auch noch ein paar Schatten setzen, da wo die Enten laufen. So, ich mache hier mal so ein paar Gräser hoch. Mal gucken, wenn die Farbe gleich läuft. Und nehme mir jetzt hier den Grünton und setze den hier einfach mal rein und lasse den laufen. Ja, ganz natürlich, ohne groß zu malen. Mal gucken, wo es hinläuft, wo ich die Feuchtigkeit hatte. Das mag ich leiden. Und jetzt, da die Enten ja ein bisschen Schatten werfen, wie gesagt, machen wir noch mal einen etwas dunkleren Ton. Da habe ich hier von Victoria so ein schönes Grün Umber. Das nehme ich mal und setze hier unter den Enden, wo die sind, mal so ein bisschen Schatten hinein. Ich muss aufpassen. Hier habe ich jetzt noch mal so ein bisschen Schatten gemalt. Und hier unten nehme ich jetzt einfach noch mal einen klaren Pinsel mit Wasser und setze den hier an und lasse das einfach noch mal so ein bisschen laufen. Und dann gefällt mir das richtig gut so, wie es ist. Ja, es bleibt euch frei, noch einen Hintergrund zu machen. Bisschen Blau reinzumalen, den zu gestalten, wie ihr möchtet. Ich glaube nicht, dass ich das noch möchte. Ich möchte, vielleicht können wir hier noch mal so ein paar Gräser mehr andeuten. Aber eigentlich werde ich dann noch einen Osterspruch oder sowas dann draufstempeln und lasse die so. Oder ja, könnte noch ein paar blaue Spritzer hintermachen. Aber eigentlich gefällt es mir ganz gut. So, was ich noch machen könnte, wäre zum Fineliner hier, den ich habe. Ne, erstmal ist es trocken. Ich mache es erstmal trocken. Kleinen Moment. So, mit dem Fineliner mache ich jetzt nur noch mal hier die kleinen 10 Adern. Der ist mir schon fast zu dunkel. Mal gucken. Nochmal eine Nummer heller nehmen für die hier. Also diese 10, die man dann hier sieht, mal so ein bisschen ja, genau. Gut, ihr Lieben. Ich mache die Karte mal noch fertig. Ich drucke mal noch was drauf und melde mich dann gleich nochmal bei euch, wenn ich sie aufgeklebt habe. So, ihr Lieben, da ist mein gutes Stück. Ich habe sie tatsächlich mal auf eine Naturkarte geklebt. Ich finde, die passen super zu diesen Motiven, wo Braun drin vorkommt. Und der Stempel, der wäre mir fast versaut. Ich habe mal eine braune Stempelfarbe genommen und die war sehr flüssig und aktiv. Und ja, ihr seht schon, es ist dick geworden. Ich habe es dann noch mal so ein bisschen mit so einem orangefarbenen Stift ein bisschen schattiert. Und ja, es ist okay. Es ist nicht ganz toll, so wie es mir sonst gefällt. Aber die Schrift meine ich jetzt, aber sonst. Aber meine Enten mag ich leiden. Also ich finde sie total süß und gelungen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Laufenten war ein Wunsch von euch. Und ich habe noch einen Wunsch, Kühe.
Kühe kommen dann demnächst auch noch. Soll ich auch noch malen. Aber vorher machen wir noch mal Küken, ne? Zu Ostern, glaube ich. Mal schauen. Okay, ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und traut euch. Fangt einfach an. Ja, so schwer war das jetzt nicht, ne? Oval malen, Kreis malen. Das kriegt ihr auch hin. Ein bisschen üben. Meine Enten werden beim ersten Mal auch nicht toll. Ich muss für euch auch immer erst üben. Wenn dann so eine Anfrage kommt, kannst du mal, ja, dann suche ich mir Bilder raus und gucke und versuche das umzusetzen und muss auch erst üben. Also ich bin auch nicht gleich beim ersten Mal, dass meine Enten so funktionieren. Ja, aber die beiden sind süß. Ich wünsche euch alles Gute. Macht es gut, eure Melanie.